andere Frage, die Karten zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zum Wochenorakel für die neue Woche. Wie immer zu Anfang, vielen Dank für die Kommis, die Likes. Das hilft schon sehr. Jede Bewegung unter den Videos hilft im Prinzip. Ja, und auch danke für die Spenden, für die Mails. Ich habe diese Woche ein kleines Paket erreicht aus meiner Amazon-Wunschliste. Leider ist kein Name dabei gewesen, von wem es ist. Deshalb sage ich jetzt hier, du hörst mich bestimmt, vielen Dank. Ich kann euch nichts Neues berichten. Es ist immer noch alles, wie es war. Und jetzt schauen wir mal, was die neue Woche so fürs Kollektiv an Infos mitbringt. Am Schluss dürft ihr euch noch was raussuchen für einen persönlichen Impuls. So, hier geht es um Richtungswechsel, um Optionen, um Entscheidungen. Es geht hier um Kommunikation, die mit Entscheidungen zu tun hat. Es kann ja sein, dass ein bestimmter Mensch hier mithilft oder uns gute Tipps gibt oder Weggefährte wird. Ich habe das Kleeblatt im Hause des Hauses drin, also wunderschön. 2, 4, 6, 7, 8. Wir selber liegen hier im Haus der Schlange drin, im Haus der Verstrickung, und wir schauen hier auf eine Herausforderung, auf eine schicksalshafte Entscheidung, ein schicksalshafter Weg, der hier entsteht, aber zugleich das Schicksalskreuz liegt im Haus des Sarges drin. Ne? Man ist hier schon sehr konfrontiert. Man kann die Vergangenheit auch nochmal klären und man kann alle Dinge klären, mit denen man so den Blues hat, ne? Und zwar auf einem relativ kurzen Weg. Ich habe hier, das ist das Haus des Neubeginnes, das Haus des Kindes, weiterhin auch die Schlange drin. Wir liegen im Haus der Schlange. Ich denke, es geht um viele Themen, die man in der Genetik hat, die man auflösen kann, die so Schattenthemen, Mutterthemen sein können oder die eigene Mutterschaft, das innere Kind. Es ist nun mal ein lebenslanger Prozess. Ne? Wir häufen an, wir häufen an, wir häufen an. Und das, was wir anhäufen, dürfen wir auch wieder abgeben und verarbeiten, verdauen. Es ist möglich hier, dass jemand, also eine spezielle Person, hier ist sie wieder weiblich, ein bisschen mehr Flow bringt, ein bisschen Glück auch, ne? Eine Info, da wo man sich unsicher fühlte, ein bisschen mehr Klarheit, da wo man Konflikte hatte. Ich habe gute Nachrichten. Der Brief hier liegt im Haus der Blumen drin. Und das, was hier ist, ist ganz konfus, ne? Wir haben hier, das ist das Haus der Veränderungen, der Störche, da liegt der Sarg drin. Und die Veränderungen korrespondieren damit, die liegen im Haus der Ringe drin. Ich habe hier, dass wir vielleicht ein Problem mit Veränderungen haben, ja, mit an sich Sachen, die ein neues Kapitel auch fordern. Wenn du hier ein Kreuz beendest, das mit sehr viel Konflikt einhergeht, ne, dann kommt die Veränderung. Es kommt der erste Schritt in eine neue Richtung. Und ich sehe hier gute Nachrichten, die auch unser Herz wieder öffnen und so. Zugleich sehe ich halt aber auch
dass damit einher vielleicht ein bisschen Unsicherheit geht oder man hat so nicht dieses Vertrauen, das man bräuchte, um den ersten Schritt in Sicherheit zu machen. Hier liegt eine Überraschung, die kann jetzt am beruflichen Bereich oder von einem Amt, einer Behörde kommen oder für die Selbstständigen auch. Die können hier irgendwie ein berufliches Ding auffüllen, einen beruflichen Mangel oder ja, eine überraschend gute Situation eben, die hier liegt. Wir haben im Haus der Entscheidungen, hier geht es ja sehr viel um die Entscheidungen, die Hauskarte drin, das Umfeld, die Kinder, die Elternthemen, die Familienthemen, aber auch den häuslichen Bereich, ne? Das Umfeld, das hier ist auch, es kann um Umzüge gehen, jeglicher Art, kann auch eure Kinder betreffen. Das können hier sehr schnelle, überraschende Neubeginne sein. Ne? Ein plötzliches Glück, das sich einstellt, eine Sorge weniger. Und es geht hier um den verbindlichen, vertraglichen Bereich. Hier liegt in Dingen, die sich im Beziehungssystem nicht so gut anfühlen oder wo man vielleicht auch sich selber mit Schwere belastet, anstatt das, was nicht gut ist, weglässt. Ich habe hier so eine Energie, die man vielleicht auch fehlinvestiert in irgendetwas. Bedeutet, man gibt viel Kraft in etwas, aber es lohnt sich nicht. Und genau um sowas geht es. Hier wird auch ein Kampf beendet, der mit Beziehungen zu tun hat oder mit Blockaden im Beziehungsleben. Hier auch für alle, die so... Ich sag mal, wenn du Single bist, hast du hier gute Möglichkeiten, eine neue Beziehung zu finden, einen Weggefährten kennenzulernen, Freundschaften zu pflegen, die dir gut tun. Ist auch, guckt euch die Reihe mal an, ne? Die spirituelle Energie ist enorm, verbunden auch mit der Kreativität, die hier fließen darf. Veränderungen, Neubeginne, die wie ein Geschenk kommen. Der Mond legt sich hier, die Sonne legt sich hier in die Korrespondenz mit den Wegen. Also man darf hier schon rechnen, dass schwierige Wege in die Veränderungsphasen gehen und ja, dass man so mit gewissen Neubeginnen auf dem Weg zu tun hat, die mit Entscheidungen verbunden sind. Hier arbeitet man viel am Thema Geld, Finanzen. Ich habe das in der Korrespondenz mit dem Kleeblatt drin. Ja. Man sieht kleineres Geld ins Haus kommen über die Arbeit oder auch über den häuslichen Bereich. Finanziell neue Türen, die sich öffnen. Ich habe aber tatsächlich, dass wir hier sehr viel tun. Ne? Also man kriegt es hier... Ja, es liegt in der Glücksebene drin, aber man tut ja auch sehr viel. Es kann ja auch um die Gelder der Familien gehen oder des Gegenübers. Ich habe hier ein paar Blockaden im Bereich der Vitalität drin, wo man vielleicht auch viel Nervenstress damit, also man ist genervt und man möchte sich so eine Sicherheit im Leben erschaffen. Und hat nicht so richtig den Durchblick oder hat nicht so dieses Instrument, dass man Schritt für Schritt vorangeht. Das geht hier sehr über die Emotionen. Ne? Man spürt etwas, es fühlt sich nicht richtig an und man möchte es ändern und man kann es nicht so richtig. Es ist erst noch nötig, dass wir, ja, wie nenne ich es? Dass wir aufklären, dass wir nicht so viel Nebel haben. In unserem Haus liegt die Sense drin.
Das kann jetzt hier tatsächlich sein, dass wir mit Schnelligkeiten, das haben wir ja öfters mal in der letzten Zeit, konfrontiert werden. Oder dass man hier tatsächlich im Beziehungsbereich, da wo man vorher Hindernisse hatte, auch in den Families, dass sich da schnell ein natürlicherer Flow einstellt. Es geht sehr viel um die Arbeit und um Finanzen hier, aber auch sehr viel um die Familienkonstrukte, die hier sind. Rechnet mit guten Nachrichten. Ne? Hier liegt eine Nachricht, die liegt im Haus der Blumen, die bringt hier super Veränderungen mit. Und kann auch ein Gespräch sein, ein Impuls oder etwas, auf das ihr wartet, ein Schriftstück oder so. Ne? Und ich habe hier, dass man mit etwas Frieden schließen kann, was sehr genervt hat oder für das man sehr bemüht war. Die Liebe liegt im Haus des Schicksals drin. Also es kann um alles gehen, was mit Liebe, Beziehung auch zu tun hat. Neubeginne in der Liebe, auch neue Menschen oder dass man mit der Vergangenheit abschließt, sieht man hier. Es kann ja auch sein, dass einige so Reisen machen in, wie nennt sich das, im Bereich der Vitalität. Das können so Rehas sein oder Sachen, die einem gut tun, so Wellness-Zeugs. Ne? Aber die Reisekarte an sich liegt ja ein bisschen mit der Blockade auch dabei. Ne? Vielleicht mit Umwegen. Hier haben wir das Berggewitter, den Donnerschlag. Es geht um die persönliche Macht. Ja, die Karte freut mich eigentlich enorm, denn hier stehen wir so wie der Berg, ne? Ganz fest, während um uns rum alles tobt und mit einem gewaltigen Donnerschlag wir wach gemacht werden. Hier ist sehr viel Energie. Und die Karte sagt, es ist jetzt soweit. Aktiviere die Kräfte, rufe dein ganzes Potenzial ab. Natürlich geht es auch mit Unsicherheiten einher oder mit Befürchtungen. Aber hier darf man wirklich mutig sein, seine Stimme erheben, Stellung beziehen, für sich einstehen, aus dem Herzen raussprechen, Körperhaltung einnehmen von jemandem, der unheimlich mutig ist. Also so dieses, ich bin ein Held, ich bin der Held in meinem eigenen Leben. Jetzt hier zum Thema. Und etwas Entspannung kommt hinzu. Wir haben hier die Grille. Ich hatte das schon mal, glaube ich, erzählt. Ich weiß es nicht mehr. Als ich noch in der Pflege war. Wir wohnen ja im Dachgeschoss. Um uns herum ist Dachbegrünung. Und da sind mir mal mitten in der Nacht 2 Grillen ins Fenster rein. Genau auf mein Bett, wo ich schlafe. Die waren so laut. Ich habe dann gerufen, Hilfe! Und Bert hat die dann eingefangen und hat die wieder raustransportiert. Aber ich war erstaunt, wie laut es ist. Ne? Also du hörst es ja auch in der Natur. Aber wenn die dann in deinem Zuhause sind, und das war so eine große grüne, ne? Ist das dann ein Grashüpfer oder ich weiß es nicht. Aber es war enorm, enorm laut. Ja, es ist ja passend. Hier gucken wir ja in eine Situation, wo die Herausforderung sich entspannt, wo sich ein Konflikt löst, wo Lösungen kommen. Und die Grille piepst sich in unser Ohr, um dass wir hören, dass wir uns entspannen sollen, dass wir unsere Gedanken freilassen und nicht Gedankenkarussell haben, dass wir uns erholen sollen, dass wir uns mit lieben Menschen umgeben und auch treffen. Ja, und die fordern halt wirklich auf, es ist Zeit, sich zu erholen, zurückzulehnen,
sich auf die schönen Zeiten und positiven Gefühle zu fokussieren, Dinge, die man schon auch erlebt hat, sich wieder den guten Gefühlen öffnen, sie auch einzuladen in unser Haus sozusagen und einfach dafür zu sorgen, dass man sich austauscht, dass man im Augenblick lebt, dass man auch ein bisschen genießt. Ihr Lieben, ihr könnt noch dranbleiben für eine persönliche Botschaft. Ich drücke euch und bis Sonntag. So, hier bin ich wieder. So, dann dürft ihr wählen. Ich würde rechts nehmen. Die Vögelchen lassen wir dann drauf springen, wenn das Deck liegt. Was haben wir hier für Themen? Wir haben erkunde deine Möglichkeiten. Ne? Hier ist vielleicht etwas, was mehr Aufklärung braucht. Wir haben ja im Wochenorakel auch die Entscheidungen, die wir treffen müssen oder andere Wege, die wir gehen können. Und hier liegt einfach, hol ein bisschen Info darüber ein, was ist möglich, was kann man machen. Und ansonsten bleibe im Vertrauen, folge deiner inneren Führung. Denn Gebete verwirklichen sich. Vielleicht kriegst du auch über ein Gebet eine neue Möglichkeit geschickt. Verlasse ungesunde Situationen und freu dich darüber, dass sich als Folge neue Türen öffnen. Also hier darf man sich von irgendetwas entfernen, mit dem man sich rumplagt. Hatten wir auch im Wochenorakel, ne? Wir hatten in unserem Haus die Sense, da macht man auch Schnitte oder man entledigt sich etwas. Und wir haben den Ginster. Du bist ein Sieger. Habe Mut zum Risiko. Der Ginster vertreibt alles Dunkle und erfüllt dich mit Licht, Kraft und Zuversicht. Und wir haben den Engel der Gotteskraft dabei. Hier geht es darum, dass das Leben uns Möglichkeiten bietet, mit denen man uns unser Leben oder unsere Sachen zum Guten wenden können. Und das mit einem Gefühl der festen Verbundenheit oder auch der Verankerung. Mit oben verbunden zu sein, bringt ja das Glück mit und bedeutet auch Glück zu haben. Man fühlt sich vollkommen, man ist genesen. Man spürt sehr viel Getragenheit auch. Es geht hier möglicherweise, das kennen wir alle, ne? Dass wir uns mal von Gott und der Welt verlassen fühlen. Und dass sich, wenn man leer oder traurig oder erschöpft ist, dass sich das schwieriger anfühlt als das Verbundensein mit oben. Es geht einfach darum, sich wieder anzubinden. Ne? Der Engel hier auf dem Bild hält die Arme auch offen. Er hat sie erhoben. Er steht fest da und sagt, ich gehe ja auch nicht weg. Und das ganze Wesen drückt aus, dass er sehr stark verankert ist. Und wir dürfen uns vielleicht die Woche mal wieder mehr verbinden. Denn wenn wir standhaft sind, können wir auch die Hindernisse besser überwinden.
der Wellensittich. Ich bringe dir Lebendigkeit, Leichtigkeit, Herzensfreude und Vergnügen. Ich erinnere dich an die reine Freude am Dasein. Veränderungen im Privatleben und auch im familiären Umfeld kündigen sich an. Das passt ja sehr gut auch zum Wochenorakel, ne? So, was bringt der Glücksimpuls noch mit? Setze Prioritäten. Hier darf man ruhig sich mal in den Vordergrund stellen, in seine Dinge investieren oder auch irgendwo Grenzen ziehen. Ne? Gut, ihr Lieben, das war unsere Seite. Ihr habt hier Warte. Es ist hier an der Zeit, sich Gedanken zu machen, damit später die Ergebnisse besser sind. Also nicht vorschnell in etwas rein investieren, denn hier ist der Himmel bereits dabei, uns zu helfen, auch wenn wir es noch nicht sehen. Ihr habt die Geschäftsvorhaben. Es kann hier sein, dass etwas im Arbeitsbereich, im geschäftlichen Leben, im Beruf unter einem guten Stern steht oder vorangeht. Oder für all die anderen, die Dinge, an denen ihr arbeitet. Ihr habt den Engel der Selbstsicherheit. Es geht darum, entschlossen seinen Weg zu gehen. Und hier ist Erntezeit. Ja, auf der Karte ist auch die 3 drauf, ne? Das Gedeihen von Fülle, die göttliche Transformation. Ihr dürft hier an euch und eure Visionen glauben, euch selbst bekräftigen, bestärken, loben, motivieren, euch selbst ein guter Freund werden. Sich nicht ablenken lassen, sich nicht in die Irre treiben lassen. Es geht nur darum, dass ihr euren Weg geht, nicht ob die anderen das verstehen oder nicht. Hier ist die gute Frage, ob man den Selbstzweifeln so viel Raum gibt, damit man nichts umsetzt oder die Träume nicht verfolgt. Oder das, was andere sagen, dass einem das sehr wichtig ist, wichtiger als das eigene. Oder auch vielleicht sich in die zweite Reihe zu stellen, andere immer vorzulassen, sich selbst nicht das eigene Strahlen gönnen. Ihr habt hier die Amsel. Ich bin der Vermittler zwischen den Welten und bringe dir Optimismus und Lebensfreude. Ich helfe dir, dich von Altlasten zu trennen und dich für Heiterkeit zu öffnen, damit du dein Leben wieder genießen kannst. Investiere in dich und in deine Angelegenheiten. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich drücke euch bis Sonntag.